Heute geht es um das Dachlüftungssystem von Dometic und zwar um das Gerät ACC 3100. Das ist bei uns im hinteren Mobilteil verbaut und darüber möchte ich berichten, über unsere Erfahrungen und auch über die Reinigung der Filter. Herzlich willkommen dazu. Ich habe ja schon in 2 Videos über den Einbau und auch über die Funktionsweise des Gerätes berichtet. Deshalb möchte ich in diesem Video nicht jedes Detail nochmal erklären zum Gerät. Wir haben das Gerät jetzt circa 1 Jahr oder sogar etwas länger als 1 Jahr hier im Wohnmobil. Ich habe über den Einbau berichtet und ich habe auch einmal berichtet, und zwar den Einbau, wo Kumpel Horst sich das in sein Wohnmobil eingebaut hat. Der hat es nämlich selber gemacht. Und auch von dem habe ich Erfahrungen, beziehungsweise der hat mir berichtet, ob das Gerät gut läuft oder weniger gut läuft und welche Probleme er hatte und ob er überhaupt Probleme hatte. Jetzt muss ich vielleicht als erstes mal ein bisschen zum Gerät sagen. Und zwar ist es ein Luftreinigungsgerät mit 2 Lüftern, läuft auf 12 Volt, verbraucht recht wenig Strom, irgendwo zwischen 10 und 15 Watt, also sehr wenig im Betrieb. Das Gerät reinigt die Luft, ohne warme Luft nach draußen zu ziehen. Das heißt, man behält die Temperatur hier im Mobil durch eine Keramikplatte, die dort drin verbaut ist und sich dreht, und dann auch umgekehrt holt er auch nicht die warme Luft oder heiße Luft von draußen rein, wenn es hier im Wohnmobil kühl ist und man nur aber die Luft reinigen möchte. Es ist aber nicht zu vergleichen mit einer Klimaanlage und auch nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einem Maxfan, so einem Lüfter, der in ganz kurzer Zeit einen großen Luftaustausch in einem Mobil schafft. Das schafft dieses Gerät nicht, dafür ist es auch nicht gedacht. Dieses Gerät kann man immer laufen lassen. Wir lassen es also, wenn wir unterwegs sind, 24 Stunden laufen und haben dann in dem Modus Automatik das Gerät eingeschaltet. Dann reinigt er automatisch die Luft. Die Luftfeuchtigkeit wird in einem vernünftigen Maß behalten und man hört wenig davon. Das Gerät läuft recht leise. Man kann das Gerät auch, oder wir lassen das Gerät auch in der Nacht laufen. Und zwar stellen wir das dann auf den Sleep-Modus. In diesem Modus läuft das Gerät dann noch ruhiger und leiser. Aber man muss ganz klar sagen, wenn es ganz ruhig ist und man hört es dann etwas und wenn es läuft, dann die Lüfter, dieses leichte Rauschen, das hört man. Wer sehr empfindlich ist, der muss vielleicht, darf das Gerät vielleicht nicht nehmen. Der Vorteil ist, man muss kein Fenster öffnen, man kann die Fenster geschlossen halten und trotzdem hat man frische Luft im Mobil. Man hat dann damit auch keine Geräusche, die von außen sonst, wenn man ein Fenster auf hat, vielleicht dann beim Schlafen stören. Dann hat man natürlich auch noch den Vorteil, dass man das Gerät, auch wenn es stark regnet, laufen lassen kann. Man ist nicht wie bei einem Dachfenster, was man bei Regen schließen muss, weil es vielleicht sonst reinregnet. Dann muss ich sagen, es haben mich, nachdem ich im ersten Video über das Gerät berichtet habe, ganz viele angeschrieben per E-Mail und nachgefragt, ob wir zufrieden sind, und auch andere haben auch berichtet über Probleme, die sie mit dem Gerät haben. Da möchte ich dann später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben keine großen Probleme gehabt. Es gab mal ein Problem bei uns, und zwar, dass das Gerät angezeigt hat, dass die Filter gereinigt werden müssen. So ein rotes Lämpchen leuchtete dann. Da habe ich mich dann schlau gemacht und erfahren, dass man nur auf die Einschalttaste oder die Einschalttaste 3 Sekunden halten muss. Dann setzt man das zurück, denn das war eine Fehlinformation oder Fehlmeldung vom Gerät. Die Filter waren nicht verschmutzt. Aber wie die Filter genau aussehen nach einem Jahr, das werdet ihr gleich auch noch sehen. Ja, bei uns ist das Gerät ja, wie schon gesagt, im Schlafbereich verbaut. Etwa 15 Monate haben wir das Gerät jetzt und ich hatte zwischenzeitlich schon mal reingeschaut hier. Ich nehme jetzt hier die Abdeckung ab, die ist recht einfach abzunehmen. Einfach mit den Fingern drunter fassen und man kann das Ding abziehen und dann kann man auf den Filter schauen. Innen drin sitzt so ein Vlies, ich weiß nicht genau, was es ist, aber das ist dann der Filter hier sieht man es. Und gleich werden wir es nochmal genauer sehen. So auf den ersten Blick konnte ich jetzt keinen großen Schmutz erkennen. Aber ich bin dann mit dem Lüftungsgitter nach draußen gegangen und habe mir es dort nochmal genauer angeschaut. Und dort habe ich dann gesehen, dass doch einiges an Staub in dem Filter, in diesem Vlies enthalten ist. Und habe das dann entsprechend gereinigt.
Das muss ich vielleicht noch sagen, das Gerät schaltet man natürlich aus, bevor man es öffnet. Und dann steht in der Betriebsanleitung drin, dass man den Stecker auf der Platine, und zwar den Stecker C1, abzieht, um die Stromversorgung abzuklemmen. Ich habe den Stecker nicht abgezogen, da ich in dem Bereich ja nichts anfasse oder berühre. Jetzt konnte man doch schon etwas Staub erkennen. Ich habe dann Folgendes gemacht mit Druckluft. Ich habe einen Kompressor zu Hause und habe dann diesen Filter mit Druckluft ausgeblasen. In der Betriebsanleitung steht drin, dass man das nicht mit Hochdruck reinigen sollte. Ich habe das runtergeregelt auf 2 bar, um das Ganze dann durchzublasen. Man sollte alle 2-3 Jahre diese Filter komplett erneuern. Ich habe zwar Ersatzteilnummern dafür gefunden, aber nicht, wo ich sie bestellen konnte, diese Filter. Wenn schon jemand Erfahrung damit gemacht hat und schon Filter bestellt hat, wäre interessant, wo er die gekriegt hat. Bevor ich die Abdeckung mit den Filtern jetzt wieder im Innenbereich einsetze, gehe ich aufs Dach und öffne dort das Gerät, um an die Außenfilter zu kommen. Man muss die weiße Abdeckung abnehmen, dazu muss man 4 Schrauben, jeweils an den Seiten sind die drin, rausschrauben. Dann kann man diese Abdeckung abnehmen und kann dann auf den Filter schauen. Wenn man den Deckel dann abgenommen hat, dann hat man einen Blick auf die ganze Technik und man sieht dann auch die Filter. Es sind 4 Filter verbaut. Dazu gibt es auch eine Anleitung im Internet, wie man die wechselt. Und hier sieht man es auf dem Foto, wo die Filter genau sitzen. Man sieht jetzt, dass doch einiges an Schmutz da ist, nach mehr als einem Jahr in Betrieb. Das Gerät hat bei uns ja auch, wenn wir unterwegs waren, 24 Stunden am Tag gearbeitet und gelaufen. Und da sammelt sich natürlich entsprechend Schmutz. Wie man das auf der Abbildung sehen konnte, kann man die Filter einzeln nach oben rausziehen und sie dann reinigen. Diese Filter habe ich nicht mit Druckluft ausgeblasen, die habe ich dann Rita gegeben. Sie hat die dann mit Seifenwasser vorsichtig ausgewaschen und sie sind dann super sauber geworden. Die anderen Dinge habe ich dann mit einem feuchten Tuch abgewischt. Ich hätte das eine oder andere gerne noch abgebaut, aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob man das alles irgendwie abbauen kann oder darf. Vor allen Dingen die Lüfter hätte ich gerne rausgenommen, die sind in so Gummilagern festgemacht, aber da habe ich mich nicht getraut, da ranzugehen. So habe ich das alles nur so mit einem feuchten Tuch abgewischt. Hoffe, dass es reicht und damit alles wieder in Ordnung ist. Rita hat dann zwischenzeitlich die Lüftungsgitter gereinigt mit Seifenwasser und einer weichen Bürste vorsichtig abgeschrubbt und sind dann auch wieder ganz sauber geworden und ist auch nichts dabei beschädigt worden dabei. Beim Wiedereinsetzen der Filter muss man so ein bisschen gucken, dass man sie richtig in Runde reinsetzt, erkennt man aber an den Abrundungen oder Schrägen. Das Ganze muss so in die Führung eingeschoben werden und sitzt dann stabil drin. Ist so ein bisschen Fummelei, geht aber. Das Ganze besteht ja aus 2 abgewinkelten Filtern und 2 geraden Filtern. Die geraden Filter sind natürlich noch einfacher wieder einzusetzen. Am Ende muss ich dann wieder den Deckel oben aufsetzen, kein Problem. Bisschen knapp war es zu meinen Solarplatten hin, aber ich hätte mit dem Winkelantrieb vom Akkuschrauber arbeiten sollen, dann wäre es noch einfacher gewesen. Aber am Ende hat das alles funktioniert. Kein Problem. Dieser Dachlüfter passt ja in eine Öffnung von 40 x 40 cm, also für normales Dachfenster nimmt man raus und kann dann diesen Lüfter dort einsetzen. Dieser Dachlüfter ist ja mit Wärmerückgewinnung, verringert die Staubbildung im Wohnmobil, reinigt die Luft natürlich, verhindert Schimmelbildung und regelt auch die Luftfeuchtigkeit. Alle Informationen zu diesem Gerät findet man natürlich auch im Internet. Für die gesamten Arbeiten habe ich circa 1 Stunde gebraucht. Ja, alles läuft wieder, alles wieder in Ordnung, alles wieder ordentlich zusammengeschraubt. Das Gerät arbeitet einwandfrei. Ich habe mir das gerade auf der App alles angesehen. Ich kann sehen, wie die Luftqualität hier im Mobil ist. Sie ist in Ordnung, sie ist gut.
und habe das Gerät jetzt auf Storage geschaltet, auf den Modus Storage, so dass wir, wenn wir hier nicht drin leben, das Gerät dann nur arbeitet, wenn es erforderlich ist. Wir stehen jetzt mit unserem Wohnmobil hier auf dem Hof hier zu Hause und dann reicht das voll und ganz aus. Jetzt noch ein paar Worte zu dem, was ich von anderen erfahren habe. Ich spreche erstmal über Horst, den ich ja schon lange kenne, der das Gerät selber eingebaut hat, wo ich dabei war. Mit dem unterhalte ich mich hin und wieder über dieses Gerät. Er ist im Großen und Ganzen zufrieden. Er hat also keine Probleme. Er hatte auch mal dass diese Lampe aufleuchtete, dass der Filter nicht mehr in Ordnung ist. Das kann man zurücksetzen, hatte ich glaube ich schon am Anfang gesagt. 3 Sekunden auf den Einschalter drücken, dann ist diese Störung wieder weg. Er hat auch mal reingeschaut, bei ihm war auch alles noch sauber. Der wird aber demnächst auch wohl mal richtig reinigen müssen, vor allen Dingen von oben muss man sich das Ganze dann mal anschauen auf dem Dach. Was ihn so ein bisschen stört, ist die Lautstärke in der Nacht. Man hört das doch schon etwas, sagt er, und das gefällt ihm nicht so ganz gut. Aber sie leben damit und ja, es funktioniert. Mit anderen habe ich auch gesprochen. Ich habe jetzt nicht mit 100 Leuten über dieses Gerät gesprochen, aber ich kenne einige, die auch dieses Gerät im Mobil verbaut haben und die ja fast ausschließlich alle zufrieden sind. Ich habe aber im Internet gelesen, dass hier und da jemand ist, der Probleme mit dem Gerät hat. Technik ist immer manchmal verwunderlich. Es gab dann Störungen, man hat mehrfach neue Teile verbauen müssen und so weiter. Ob das jetzt der Regelfall oder ob das häufiger vorkommt, weiß ich nicht. Aber das könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da Erfahrungen habt und ob ihr da Probleme hattet. Ist immer ganz gut zu wissen, welche Probleme es da gibt. Vielleicht kann man dann hier und da das gemeinsam irgendwie abstellen und irgendwie versuchen, die ganze Sache zu lösen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.